Kaufberatungen gibt es einige, doch diese ist anders. Es ist eine Videoreihe, die sich aus 3 Teilen zusammensetzt, außergewöhnliche Details des Fahrzeugs beleuchtet und ganz spezielles Wissen und Tipps vermittelt. Es wird spannend, bleibt dran! Willkommen zu einem neuen Video einer besonderen Kaufberatung, die euch spezielle Kenntnisse vermittelt. Aufgrund der Themenvielfalt teilt sich diese Reihe in 3 separate Videos. In diesem ersten Teil gehen wir auf anfallende Kosten, benötigte Unterlagen, erforderliche oder auch überflüssige Umbaumaßnahmen, Kennzeichen etc. ein. Im zweiten Teil arbeiten wir uns außen am Fahrzeug entlang, nehmen Details ins Visier, die vielleicht jeder nebenbei wahrnimmt, über die aber niemand spricht. Der dritte Teil rundet diese Reihe dann ab und da schauen wir uns ganz genau den Innenraum, das Verdeck, das Hardtop und den Motorraum an. Und ich wette, dass jeder von euch nach diesen 3 Videos etwas Neues dazugelernt hat. Auf diese Videoreihe Kaufberatung und Wissen Spezial habe ich mich länger vorbereitet und Punkte rausgesucht, die ihr vielleicht schon immer wissen wolltet, beziehungsweise deren Antworten ihr schon länger sucht. Wir gehen hier nicht auf die klassischen Roststellen oder das Thema Gleitschienen ein, sondern beleuchten Aspekte, die ihr selber erkennen und beachten könnt. Zu vielen Punkten blende ich euch Beispielbilder zur Veranschaulichung ein, damit ihr euren Blick schärfen könnt. Das alles erfolgt am Beispiel dieses 560 SL aus den USA. Abweichungen zu Fahrzeugen anderer Herkunftsländer sind daher möglich. Und an dieser Stelle aber noch ein Hinweis: Wenn ihr auf der Suche nach so einem Fahrzeug seid, selber aber nicht die nötige Fachkompetenz besitzt, so war es zum Beispiel bei mir der Fall, nehmt euch auf jeden Fall einen Kenner mit. Diese Kaufbegleiter schauen sich mit euch gemeinsam Autos an, schauen sich vielleicht auch ohne euch schon Fahrzeuge bundesweit an, wo ihr jetzt möglicherweise nicht mehr ebenso hinfahren könnt. Die orientieren sich an euren Suchkriterien, was für Fahrzeuge sucht ihr, und schauen wirklich nochmal auf Ecken und Kanten und beachten Punkte, die man selber vielleicht im eigenen Kaufrausch übersieht. Schaut hier gerne bei meinem Kollegen vorbei, der aus seinem Hobby wirklich eine Leidenschaft gemacht hat, der sein Wissen an euch weitergeben möchte, der euch einfach vor einem Fehlkauf bewahren möchte. Die entsprechende Seite blende ich euch mal ein. Ich bekomme keine Provision oder sonst irgendwelche Leistungen. Wir sind einfach R107 Kollegen und diese ganze Community, die hilft sich wirklich gegenseitig. Ich kann das nur empfehlen. Ich hatte auch einen Fachmann dabei, als ich mir das Fahrzeug ausgesucht habe, um nicht später eine böse Überraschung zu kriegen. Aber jetzt geht's los mit der Kaufberatung und dem Wissen Spezial. Wie ihr seht, habe ich 4 Seiten voller Notizen mit Themen, die ich euch nahebringen möchte, die ich aus meiner Sicht einfach auch interessant und natürlich auch wichtig finde. Hier im ersten Teil dieser Kaufberatung befassen wir uns primär hier auch mit den ganzen Formalitäten. Was benötige ich vor allen Dingen, wenn ich mir ein US-Modell kaufe, was zum Beispiel in Deutschland noch nie zugelassen war, und was muss ich da beachten? Und damit steigen wir direkt in die Materie ein. Erster Punkt: Kosten. Was kostet so ein Fahrzeug, ist natürlich immer abhängig vom Zustand. Dieses Fahrzeug hat mich vor 3 Jahren, das erwähnte ich schon mal in einem anderen Video, 37.000 € gekostet. Und da stand das Auto aber so da, wie es aus den USA hierher kam. Das heißt, es war nicht straßentauglich für Deutschland. Dafür müssen nämlich eine Vorkehrung getroffen werden, die ich euch gleich noch mehr erläutere. Was kostet so ein Auto in der Versicherung? Auch das möchte ich euch gerne sagen. Ich habe alle meine Unterlagen dabei. Ich habe mein Fahrzeug bei der Hug Coburg versichert. An dieser Stelle erwähne ich nochmal, ich mache für keine Versicherung Werbung. Erkundigt euch bitte, welche Versicherung für euch am geeignetsten ist. Macht euch da selber schlau. Es gibt ja diverse Versicherungen, auch spezielle Oldtimer-Versicherungen. Und ich zahle hier jetzt aber für eine Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung bei einer Schadenfreiheitsklasse 16 209 € im Jahr. Ich finde, das ist wirklich überschaubar. Nächster Punkt: Kfz-Steuer.
Der ist natürlich relativ identisch, weil wir ein H-Kennzeichen haben. Somit, dass alle Fahrzeuge mit H-Kennzeichen die gleiche Steuer bezahlen. Und das sind momentan, lasst mich nicht lügen, 191 €. Ein weiterer Punkt, der bei mir Kosten verursacht, weil ich selber kein Schrauber bin, das sind Werkstattkosten. Und ich habe das Fahrzeug, als ich es bekommen habe, erstmal in die Werkstatt gegeben und sagte denen, drehen Sie das Fahrzeug auf links, machen Sie das straßentauglich, beziehungsweise richten Sie es so her, dass ich erstmal keinen Ärger habe. Ich brauchte neben der normalen Inspektion, die den Wechsel aller Flüssigkeiten beinhaltete und Austausch der Zündkerzen und was da eben noch zugehört, einen neuen Endtopf finden, einen neuen Auspuff-Schalldämpfer, sowie dass die Ölduschen gewechselt wurden. Und das hat mich anfangs 3.200 € gekostet. Das mag jetzt viel klingen, das ist auch viel, aber ich muss natürlich dazu erwähnen, A, hätte ich es nicht selber machen können und B, hole ich danach das Auto ab und es fährt zuverlässig. Aber es sind Kosten, die man definitiv im Hinterkopf haben muss. Ich habe das Auto jetzt 2 Jahre, sprich ich hatte die erste Durchsicht nach Kauf des Fahrzeugs. Ich hatte bereits die zweite Durchsicht nach 2 Jahren. Und bei dieser Durchsicht wurden vorne beide Bremssattel ausgetauscht, weil die fest waren. Und die hat mich dann 2.500 € inklusive TÜV gekostet. Das ist erstmal das, womit man bei so einem Fahrzeug rechnen muss, dass da einige Kosten auf einen zukommen. Hängt natürlich davon ab, in welchem Zustand sich dieses Fahrzeug befindet. Dann möchte ich noch einen Punkt erwähnen. Wenn man sich ein US-Fahrzeug, was noch nie in Deutschland zugelassen war, zulegt, hat man ja nun entweder die Möglichkeit, sich das bei einem Händler zu holen, wie ich das machte. Dieser Händler saß in Deutschland, der Fahrzeuge importiert. Oder man kümmert sich selber darum, dass man sich in den Staaten ein Fahrzeug kauft und die Überschiffung selber organisiert. Das ist auch möglich. Da gibt es diverse Unternehmen, die das anbieten. Inwieweit die jetzt vertrauenswürdig sind, kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. Da wäre es natürlich am besten, wenn ihr da irgendwo Erfahrungswerte einholen könnt. Ich habe das mal nachgeschaut, aber die Preise, die ich da jetzt gesehen habe, sind auch schon circa 1,5 Jahre alt. Für so eine Verschiffung allein zahlt man auch zwischen 2.000 und 3.000 €. Dann lohnt es sich meistens, wenn nicht schon inbegriffen, da eine extra Versicherung abzuschließen, wenn die Container mal ein bisschen von rechts nach links geschleudert werden auf so einem Dampfer, dann ist das immer so eine Frage, wie so ein Fahrzeug das aushält. Und das Auto muss natürlich verzollt werden, wenn es hier in Deutschland ankommt. Nichtsdestotrotz eine aus meiner Sicht auch sinnvolle Alternative, weil der Markt in den USA wirklich gut ist mit Fahrzeugen. Also es gibt gute Fahrzeuge, die nochmal vielleicht einen Ticken günstiger sind als hier in Deutschland, aber die Frage ist, könnt ihr euch die Fahrzeuge vor Ort anschauen oder sind das Blindkäufe? Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Was braucht ihr, wenn ihr so ein Fahrzeug das erste Mal in den USA zulassen wollt? Ganz wichtig ist der sogenannte US-Title. Das sind die sogenannten Zulassungspapiere aus den USA. Bei mir steht jetzt dick ungültig darunter, weil ich das natürlich jetzt mittlerweile besitze und auf mich zugelassen habe. Aber ohne US-Title bekommt ihr das Fahrzeug nicht zugelassen. Der wird eigentlich mit so einem Fahrzeug dann natürlich ausgeliefert. Jetzt stellt sich hier noch die Frage, vielleicht wisst ihr da mehr, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich kann nicht sagen, ob pro Eigentümer in den USA ein US-Title ausgestellt wird. Ich habe nur den vom letzten Eigentümer. Ich weiß aber, dass das Fahrzeug mindestens 2, wenn nicht sogar 3 in den Staaten hatte. Wenn ihr da mehr wisst, gerne Info unten reinschreiben. Es hilft dann auch den anderen. Was euch unbedingt vorliegen sollte bei einem US-Modell ist das sogenannte Carfax, dieser History Report, ob mal mit dem Auto was passiert ist. Hier stehen Inspektionen in den Werkstätten drauf, hier stehen gegebenenfalls Unfälle drauf, wenn die Werkstätten das bei Carfax alles gemeldet haben. Das könnt ihr von zu Hause aus selber machen. Im Internet gebt ihr bei Carfax die Fahrzeugidentnummer ein und dann wird euch das ausgespuckt. Aber das Carfax reicht nicht unendlich weit in die Vergangenheit zurück. Wann es genau anfing mit diesem Carfax, ob es Ende der 80er, Anfang der 90er war, kann ich nicht genau sagen. Auch hier wäre ich über Hinweise in den Kommentaren dankbar. Jedoch sollte das vorliegen und wenn das soweit in Ordnung ist, ist das keine 100%ige Garantie, dass nie mal was mit dem Auto war, aber ein weiterer Sicherheitspunkt.
Was auch immer ganz hilfreich ist, wenn man sich so ein US-Modell anschaut, das sind die sogenannten VIN-Sticker, ja, die Fahrzeugidentitätsnummern-Aufkleber, die bei US-Modellen an den einzelnen Bauteilen verklebt sind. Als ich mir dieses Fahrzeug ausgesucht habe, habe ich verzweifelt nach diesen Aufklebern gesucht und partout nicht gefunden. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Die müssen doch an dem Bauteil sein und an dem auch. Ich blende euch das alles ein, wo man sie dann überall findet und wie die aussehen. So, bis ich dann letztendlich rausgefunden habe, diese VIN-Sticker sind bei diesem Modelljahr, bei diesem Jahrgang noch gar nicht angebracht. Das heißt, ihr werdet VIN-Sticker erst ab einem Baujahr circa Februar, März 87 finden. Sprich, bei Autos vorher braucht ihr auch nicht nach VIN-Stickern zu suchen, die gibt es da nicht. Also hätte ich mir im Grunde genommen die Suche sparen können. Es machte mich total wahnsinnig, dass ich hier nirgendwo diese Sticker fand und dachte, das kann auch nicht jedes Teil ausgetauscht sein, denn diese VIN-Sticker kannst du nicht nachkaufen, die kannst du nicht bei Mercedes-Benz neu bestellen. Die müssen beim Lackieren abgenommen werden. Die sind einfach ein Indiz dafür, dass die verbauten Bauteile noch original sind. Sprich, wenn ihr ein Auto mit allen VIN-Stickern habt, ist das ein gutes Qualitätsmerkmal und schön, wenn man sie dann auch findet und wenn man weiß, ab wann sie überhaupt erst auf das Fahrzeug geklebt wurden. Wenn ihr euch für ein Fahrzeug interessiert oder euch eins ausgesucht habt, geht auf die Seite lastfin.com. Dort gebt ihr auch die Fahrzeugidentnummer ein und ihr bekommt alle Daten, was die Ausstattung angeht, was den Farbcode angeht, aufgelistet. Und diese Internetseite ist eigentlich recht hilfreich, wenn ihr da die einzelnen Spezifikationen erkennen wollt. Des Weiteren erkennt man dann natürlich auch ganz gut, wenn ich jetzt von dem Fahrzeug die Nummer eingeben würde und hier steht jetzt plötzlich Auslieferungsfarbe blau, weiß ich, dass das Rot nicht die Originalfarbe ist. Also das seht ihr auf lastfin.com. Auch da blende ich euch mal ein kleines Bild ein. Jetzt kommen wir auch zu einem schönen Thema, das ist die sogenannte Datenkarte des Fahrzeugs. Das ist im Grunde genommen ein Ausdruck von Mercedes-Benz, der ebenfalls die Spezifikation dieses Fahrzeugs darlegt. Diese Datenkarte bekam man früher auch vom TÜV selber. Ich muss natürlich noch erwähnen, man braucht diese Datenkarte zwingend, um eine Vollabnahme des Fahrzeugs zu kriegen. Auf das Thema Vollabnahme gehe ich gleich nochmal ein. Früher bekam man diese Datenkarte noch beim TÜV. Das ist meiner Erfahrung nach heute nicht mehr möglich. Das heißt, du musst das über den Mercedes-Händler machen, der dafür auch ein bisschen Geld haben will für die Datenkarte. Ich glaube, ich habe 160 € dafür bezahlt, allein für so ein Papier, wo im Grunde genommen auch nochmal die Spezifikationen draufstehen und dass man weiß, ja, dieses Auto mit der Fahrgestellnummer hat diese Ausstattung. Des Weiteren, was ganz interessant ist, ist dieses hier. Das ist der sogenannte Produktionsschein. Ich komme mal näher ran, dann könnt ihr das besser sehen. Und dieser Produktionsschein gibt auch nochmal die Spezifikation des Fahrzeugs an. Jetzt nicht in dem vollen Umfang wie die Datenkarte oder der Last-Fin-Ausdruck, aber er gehört einfach zum Fahrzeug. So, und es gibt zwei Stellen, wo ich diesen finden kann. Das ist einmal im Kofferraum hinter der Wagenheberaufnahme, zeige ich euch gleich, wo das ist. Und des Weiteren kann er einmal unter dem Sitz, ob es Fahrersitz oder Beifahrersitz ist, da an den Federn versteckt sein, wo man diesen Produktionsschein findet. Das ist immer ganz schön, wenn man den hat. Der ist jetzt für eine Anmeldung nicht zwingend erforderlich, aber wenn man die ganzen Unterlagen vollständig haben möchte, ist es schön, wenn man den hat. Mein Auto hatte zwei. Einer hinten drin unter der Wagenheberaufnahme und der andere war im Handschuhfach. Und sie sind auch beide vollkommen identisch. Weiter erforderlich für die Zulassung eines Fahrzeugs in Deutschland, soweit noch nicht zugelassen, ist die sogenannte Vollabnahme durch den TÜV. Das ist nicht die Hauptuntersuchung. Bei der Vollabnahme bestätigt eine Prüforganisation, dass dieses Fahrzeug im deutschen Straßenverkehr zugelassen werden darf. Hierfür ist wieder die Datenkarte erforderlich von Daimler-Benz. Hier ist übrigens das Original mit dem Daimler-Schriftzug. Und dann schaut er sich das Fahrzeug an. Hat das Auto Matching Numbers? Sind da irgendwelche Umbaumaßnahmen vorgenommen? Und vor allen Dingen sind die Umbaumaßnahmen, die für unseren deutschen Straßenverkehr erforderlich sind, vorgenommen, denn sonst kriegt es keine Vollabnahme. Diese Vollabnahme kostet Geld, nämlich, was habe ich bezahlt? Vor 3 Jahren 357 €.
Und wenn ich diese Vollabnahme habe, dann darf das Fahrzeug zur Hauptuntersuchung. Bei der Hauptuntersuchung kennen wir alle, was da gemacht wird. Dann kriegst du dein TÜV-Siegel hinten aufs Kennzeichen. Und dann gibt es ja noch die Abnahme für das H-Kennzeichen. Das ist also auch nochmal gesondert. Also die Prüforganisationen führen 3 Untersuchungen durch. Erstens die Vollabnahme. Ja, das Auto darf sich auf deutschen Straßen, so wie es hier steht, bewegen. Zweitens die Hauptuntersuchung. Drittens das H-Gutachten, dass das Fahrzeug mit einem H-Kennzeichen bewegt werden darf. Jetzt habt ihr vielleicht so ein Auto zu Hause stehen, so war es bei mir der Fall, und ich möchte das Fahrzeug für die Vollabnahme fertig machen. Das heißt, als erstes müsst ihr, wenn noch die Original Sealed Beam Reflektoren aus den USA verbaut sind, müsst ihr die gegen welche mit E-Prüfzeichen tauschen. Ich habe da bereits mal ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch, wie man diese Umbaumaßnahme vornimmt. Und diese Scheinwerfersätze kosten auch 100 € plus minus, die gibt es auch von verschiedenen Anbietern. Achtet hier nicht unbedingt auf die Qualität. Die Lichtausbeute dieser Scheinwerfer ist sowieso wirklich nicht gerade die beste. Des Weiteren ist es so, dass in den USA, wenn noch nichts umgebaut wurde, die Blinker auch die Standlichtfunktion in den USA übernehmen. Das ist bei uns nicht zulässig. Hier seht ihr in meinem Umbauvideo, wie ihr das ändert, dass diese Leuchten hier unten eine reine Blinkfunktion haben. An den Nebelscheinwerfern musste ich nichts machen. Ich habe hier bereits ein E-Prüfzeichen drauf gehabt. Noch ganz interessant zu wissen ist, dass diese beim US-Modell, jetzt hier beim 560er, nur in Verbindung mit Abblendlicht leuchten. Das heißt, solange nur das Standlicht an ist, gehen die auch nicht an. Ich muss also erst das Abblendlicht anmachen, damit diese auch funktionieren. Auch immer wieder gerne diskutiert ist die Thematik Sidelights. Das sind die Positionsleuchten, hier in Orange, die zur Seite abstrahlen. An den Rückstrahlern haben wir die Rot an der Seite. Dürfen sie leuchten, ja oder nein? Ich möchte hier auch jetzt keine Rechtsprechung zitieren, die kenne ich nämlich nicht. Bei mir leuchten sie. Es gibt mittlerweile moderne Autos, die auch haben. Und sowohl bei der Vollabnahme als auch bei der Hauptuntersuchung war das überhaupt gar kein Thema. Da achtete keiner drauf. Die leuchten. Wichtiger ist, dass die Standlichtfunktion aus den Blinkern rausgenommen wird. Weiter geht's mit den Reifen. Damit ihr eine Hauptuntersuchung überhaupt besteht, müssen auch eure Reifen eine E-Kennzeichnung haben. Das haben die, wenn die frisch aus den USA kommen, oft nicht. Das heißt, da müsst ihr einmal die Reifen tauschen, sonst funktioniert das nicht. Ein Mysterium können wir aber direkt klären, ist, dieses Fahrzeug oder auch die Fahrzeuge dieses Alters benötigen keine extra Nebelschlussleuchte. Das ist da nicht erforderlich. Des Weiteren brauchen diese Fahrzeuge, das hängt aber ein bisschen jetzt von eurem TÜV-Prüfer ab, keine extra Reflektoren, die ihr hier unten dran kleben müsst. Wenn euer TÜV-Prüfer in dem TÜV-Vermerk sagt, diese Reflektoren hier haben eine In-etwa-Wirkung. Ja, das heißt, sie reichen erstmal dem TÜV-Prüfer aus und er sagt, es ist jetzt nicht der Standard, den wir hier vielleicht in Deutschland haben, aber es ist die sogenannte In-etwa-Wirkung. Sie erfüllen ihren Zweck und dann braucht ihr keine zusätzlichen Reflektoren. Ich habe diese In-etwa-Wirkung bei mir unten auch drinstehen im TÜV-Bericht und damit war die Sache auch erledigt. Jetzt auch noch mal so ein beliebtes Thema Kennzeichen, Kennzeichengröße. Ihr seht, wir haben hier die Nebelscheinwerfer vorne, die relativ eng beieinander liegen. Sprich, ein normales Euro-Kennzeichen dieser Länge würde die Nebelscheinwerfer etwas überdecken. Das könnte mit der Betriebserlaubnis etwas kompliziert werden. Hängt auch ein bisschen mit dem TÜV-Prüfer zusammen, was er da akzeptiert. Ich habe jetzt ein Kennzeichen der Größe 20 x 22 cm. Das ist nicht das größte. Es gibt noch eins in 28 x 20 cm. Das ist dann das sogenannte Kuchenblech. Das sieht nicht sonderlich schön aus. Ich hatte von meinem TÜV-Prüfer bzw. bei der Vollabnahme eingetragen, dass aufgrund dieser engen Position dieses ganz kleine Treckerkennzeichen, nennen das einige, am besten geeignet wäre, was natürlich auch so ein bisschen dem US-Look entspricht. Aber dann war ich bei der Zulassungsstelle und die hat gesagt, das sehen wir als Empfehlung, wir haben das letzte Wort und
Die wollten mir dann so ein 28×20 Kennzeichen, also dieses Riesending da geben. Ich wollte nämlich kein längliches haben, ich wollte den Nebelscheinwerfer nicht verdeckt haben. Das konnte ich dann zum Glück noch auf 20×22 cm runterhandeln, aber auf dieses kleine Trecker-Kennzeichen oder wie die auch genau heißen, die Maße habe ich auch nicht im Kopf. Darauf wollten die sich nicht einlassen. Ich bin jetzt damit zufrieden. Die haben das allerdings auch begründet, warum ich nicht das ganz kleine kriege. Und zwar sagten die, naja, wenn sie geblitzt werden, dann ist das so klein, dass man das vielleicht teilweise nicht erkennen kann. Als ich denen dann sagte, ich werde eigentlich nie geblitzt, weil ich mich an jegliche Straßenverkehrsordnung halte, haben sie es mir nicht geglaubt. Also war das dann letztendlich das Ergebnis. Ich bin damit vollkommen zufrieden. So, und nun sind wir auch schon am Ende des ersten Teils der Kaufberatung und der Wissenshilfe angekommen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Infos mitnehmen. Ich weiß, das ist viel Bürokratie, Formalitäten, die man da erledigen muss. Dennoch soll ja meine Erfahrung euch auch dazu dienlich sein, dass ihr vielleicht auch schon im Vorfeld wisst, worauf lasse ich mich da ein, was muss ich beachten oder kann ich vielleicht schon vorher ein paar Dinge erledigen. Lasst euch auf jeden Fall nicht abschrecken. Diese R107-Gemeinschaft, die ist wirklich hilfsbereit. Dieses Forum, das ist total super. Da kriegt man ganz viele Infos und die Kollegen helfen einem. Der Kaufbegleiter, den ich euch empfohlen habe, er macht auch einen super Job und nutzt Videos, die ihr im Internet findet, und macht euch da schlau und dann ist das eigentlich relativ simpel. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ich freue mich, wenn ihr beim zweiten und dritten Teil wieder dabei seid. Wir gemeinsam das Fahrzeug von außen und innen erkunden. Die beiden Fortsetzungen gehen in den kommenden Tagen online. Dann geht es weiter mit Kaufberatung und Wissensspezial. Bis dahin wünsche ich euch gute Fahrt mit eurem Klassiker.